Wir leben in einer Welt der Illusionen. Wir sitzen im Westen und glauben, wir seien der Nabel der Welt. Wir glauben, unsere Sanktionen würden wirken, unsere Allianzen seien unerschütterlich und der Rest der Welt warte im Grunde nur darauf, nach unserer Pfeife zu tanzen. Auf jeder Regierungspressekonferenz wird uns erzählt, wir, die sogenannte internationale Gemeinschaft, hätten alles im Griff. Aber was, wenn ich dir sage, dass genau diese Arroganz uns blind gemacht hat? Was, wenn ich dir sage, dass sich die tektonischen Platten der Geopolitik so gewaltig verschieben, dass das Epizentrum der Macht nicht mehr in Washington oder Brüssel liegt, sondern im Süden und Osten? Und was, wenn ich dir sage, dass selbst unsere ältesten Verbündeten beginnen, leise, noch höflich, aber bestimmt, das sinkende Schiff zu verlassen? Nimm Thailand. Jahrzehntelang ein fester Baustein der US-Strategie in Südostasien. Ein Land, das amerikanische Flugzeuge im Vietnamkrieg starten ließ, das als Major Non-NATO Ally offiziell in den inneren Kreis der US-Sicherheitsarchitektur aufgenommen wurde. Und was passiert jetzt? Anfang Dezember 2025. Bangkok schickt seinen Außenminister nach Neu-Delhi und bittet Indien offiziell um Unterstützung für den vollen BRICS-Beitritt. Ein Land, das seit Januar 2025 bereits BRICS-Partnerstaat ist, will nun ganz rüber, auf die andere Seite des Tisches. Du kannst das als Fußnote in den Nachrichten abtun. Oder du erkennst, was es wirklich ist. Keine technische Wirtschaftsfrage, sondern eine höfliche, aber unmissverständliche geopolitische Rebellion. Das Land des Lächelns zeigt Washington die kalte Schulter und wendet sich dem Block zu, der ganz offen sagt, die Zeit der westlichen Hegemonie ist vorbei. Während unsere Außenminister noch von regelbasierter Ordnung sprechen, schauen Länder wie Thailand sich um und fragen sich, wer hat in 10, 20 Jahren wirklich noch etwas zu sagen? Wo bekomme ich Kredite, Getreide, Düngemittel, Infrastruktur, ohne gleichzeitig moralische Predigten und Sanktionsdrohungen zu kassieren? In dieser neuen, gefährlichen Welt, in der alte Allianzen bröckeln und neue Blöcke entstehen, reicht es nicht mehr, nur den Kopf einzuziehen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Du musst verstehen, was hinter den Kulissen passiert. Du musst lernen, wie du dich und dein Vermögen vor dem schützt, was kommt. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Genau dieses System, wie du dir ein zweites wirtschaftliches Standbein außerhalb der Reichweite dieses zerfallenden westlichen Systems aufbaust, lehren wir in unserem Seminar das Schweizer Taschenmesser. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung. 7 entscheidende Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zu krisensicheren Unternehmensstrukturen. Und bei unserem nächsten Seminar haben wir einen Gast, der die geopolitischen Risiken aus dem Inneren des Systems kennt. Ex-General Erich Watt. Jahrelang war er der engste militärpolitische Berater von Angela Merkel. Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir sagen, wo du in den nächsten Jahren besser nicht mehr stehst, wenn die Musik aufhört zu spielen. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns in die Abgründe dieser neuen Weltordnung blicken, die gerade ganz real in Rio de Janeiro geschmiedet wird. Stell dir das Bild vor. Hier bei uns Weihnachtsmärkte, Glühwein, Lichterketten, in den Nachrichten ein paar Sätze über irgendeinen Gipfel in Brasilien, irgendwo zwischen Wetter- und Sportmeldungen. Und dort in Rio sitzen zur selben Zeit Aktivisten, Gewerkschafter, Bauernvertreter, Akademiker aus 21 Ländern in einem stickigen Konferenzsaal. Über 150 Vertreter von Bewegungen des globalen Südens, von Kuba bis Iran, von Argentinien bis Südafrika. Beim ersten BRICS Peoples Summit. Das war kein steriler Technokratengipfel. Das war der politische Unterbau einer tektonischen Verschiebung. Dort wurde der BRICS People's Civil Council offiziell gestartet, ein dauerhaftes Gremium, das die Forderungen der Bevölkerung der BRICS-Staaten in politische Vorschläge gießen soll. Ein Parallelparlament der Schwellenländer. Dilma Rousseff, die ehemalige Präsidentin Brasiliens und heutige Chefin der BRICS-Bank, nannte das einen historischen Schritt, weil die Bevölkerungen der BRICS-Staaten damit erstmals einen dauerhaften Kanal haben, um direkt Einfluss auf die Richtung des Blocks zu nehmen. Im Klartext, der Westen hat Davos, Thinktanks und NGOs, die vom gleichen kleinen Zirkel finanziert werden. Der globale Süden baut sich seine eigene Infrastruktur. Bank, Zahlungsverkehr,
Währungsalternativen, jetzt sogar ein zivilgesellschaftliches Gegenstück. Und die haben Hebel. Auf dem Gipfel wurde betont, die BRICS-Länder stehen mittlerweile für rund 70% der globalen landwirtschaftlichen Produktion. Sie dominieren die Düngemittelindustrie und sind in vielen Bereichen die Referenz, wenn es um kleinbäuerliche Landwirtschaft geht. 80% der weltweiten Nahrungsmittel stammen aus solchen Strukturen. Übersetzt heißt das, wir im Westen haben hochkomplexe Finanzprodukte, Schattenbanken, Derivatetürme. Sie haben Weizen, Reis, Soja, Dünger und die Menschen, die das alles anbauen. Wer hält im Ernstfall die stärkere Karte in der Hand? Die Tonlage in Rio war entsprechend ungeschminkt. Der brasilianische Politikwissenschaftler Maurizio Metri beschrieb das heutige, von den USA dominierte System als eines, das auf Erpressung und Bestrafung basiert. Ein System, in dem der Dollar nicht nur Währung, sondern Waffe ist. Wenn du nicht spurst, wirst du vom Zahlungsverkehr abgeschnitten. Wenn du dich falsch verhältst, fliegen dir Sanktionen um die Ohren. Katja Chaple aus Kuba erinnerte daran, dass ihr Land seit 1962 unter einem Embargo lebt, das alles betrifft. Von einfachen Überweisungen bis hin zu medizinischer Kooperation. Ein halbes Jahrhundert wirtschaftlicher Würgegriff, der in unseren Medien zur Fußnote verkommen ist. Hamid Reza Gholamzadeh aus dem Iran analysierte kühl, die USA haben nach den Katastrophen in Irak und Afghanistan die Lust auf klassische Kriege verloren. Zu teuer, zu blutig, zu sichtbar. Also führen sie jetzt Handels- und Sanktionskriege. Und der Rest der Welt sieht das nicht als Ausdruck von Stärke, sondern als Symptom von Schwäche und Niedergang. Ein argentinischer Vertreter erzählte, wie sein Land unter politischem Druck stand, Kredite nur dann zu erhalten, wenn es politisch richtig wählt. Keine Verschwörungstheorie, sondern ein offenes Geheimnis. Kreditlinien als politisches Erziehungsinstrument. Währenddessen scrollen wir auf dem Sofa durch unsere Feeds. Auf Reddit schreibt jemand, wir sind nicht die internationale Gemeinschaft. Wir sind die Minderheit, die glaubt, die Mehrheit belehren zu müssen. Ein anderer User auf X kommentiert, Thailand in BRICS ist wie ein lächelndes Danke, aber nein danke an Washington. Wenn sogar langjährige Verbündete ihren Platz im Rettungsboot reservieren, solltest du dich fragen, warum du noch auf dem sinkenden Schiff bleibst. Der Punkt ist, die BRICS sind nicht mehr nur ein Akronym aus einer alten Goldman Sachs-Studie. Sie sind dabei, Institutionen zu bauen. Eine eigene Entwicklungsbank, eigene Zahlungssysteme, einen entstehenden Währungsverbund. Jetzt einen Civil Council, der den politischen Druck von unten organisiert. Und sie sagen offen, wir wollen eine Weltordnung, in der der Westen nicht mehr automatisch den Ton angibt. Thailand hat das verstanden. Bangkok schaut nach Washington und sieht politische Lähmung, Schuldenberge, kulturellen Bürgerkrieg. Dann schaut es nach Rio und sieht ein aufstrebendes Netzwerk aus Staaten, die Rohstoffe, Bevölkerung, Lebensmittel und Energie im Überfluss haben. Was würde Deutschland an Thailands Stelle tun? Genau. Die entscheidende Frage ist, was tust du in München, Wien, Zürich, Hamburg, wenn du weißt, dass deine Seite des Tisches langsam an Legitimität und Einfluss verliert? Willst du dein Schicksal an ein System binden, das von großen Teilen der Welt als erpresserisch, dekadent und ungerecht empfunden wird? An eine Währung, die zu oft als Waffe benutzt wurde und deren Sonderstatus gerade von genau den Ländern in Frage gestellt wird, die dein Essen anbauen und deinen Dünger produzieren? Oder suchst du Souveränität? Das bedeutet nicht, in BRICS-Fanboytum zu verfallen. BRICS ist kein Heilsbringer, sondern ein Machtblock mit eigenen Interessen und inneren Widersprüchen. Aber es bedeutet, zu akzeptieren, dass die Welt multipolar wird, ob uns das gefällt oder nicht. Die Antwort liegt nicht darin, dich blind einem Block anzuschließen, sondern darin, dich so aufzustellen, dass du keinem Block ausgeliefert bist. Das ist die Essenz des Schweizer Taschenmesserprinzips. Du brauchst Optionen. Du brauchst einen Pass, der dir Türen öffnet, wenn andere sich schließen. Du brauchst Konten, die nicht von einer einzigen Jurisdiktion abhängig sind. Du brauchst Unternehmensstrukturen, die global funktionieren, egal wer gerade in Washington, Brüssel oder Peking regiert. Und du brauchst einen Ort, der nicht mitten im Zentrum dieses heraufziehenden Blockkonflikts liegt. Wir leben in einer Welt der Illusion. Die größte Illusion ist, zu glauben, man habe keine Wahl. Die Weltkarte wird gerade neu gezeichnet. Nicht auf dem Papier, sondern in den Köpfen der Regierungen, der Märkte und der Menschen im globalen Süden. Thailand hat seine Markierung bereits verschoben. Dutzende andere Länder stehen Schlange. Die einzige Frage, die wirklich zählt, ist,
Wo stehst du, wenn die neue Karte fertig ist? Bist du dann eingeklemmt in einem blockierenden, überschuldeten, sanktionierenden System? Oder hast du dir rechtzeitig deine eigene, kleine, souveräne Insel gebaut? Die Zeit, naiv zu sein und zu glauben, dass der Westen ewig herrscht, ist vorbei. Die Zeit, deine eigene Position auf dieser neuen Weltkarte zu bestimmen, ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.